Heute darf ich euch mitnehmen zu einem Traum, der längsten Skiabfahrt der Welt. Und das hier im Skigebiet der Superlative in Zermatt. Wir fahren von der höchsten Bergstation Europas hinab und das mit einem besonderen Ski, nämlich mit dem Het World Cup Rebels E-Speed Pro. All das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Das ist der Hammer! Und jetzt schaut euch diese Kulisse an, in der wir hier unterwegs sind. Allein das Matterhorn mit seinen 4.478 Metern sticht heraus, aber auch die vielen Gletscher rund um das Monte Rosa Massiv. Kenner werden es wissen, wir sind im Skigebiet Zermatt oder auch Matterhorn Ski Paradise genannt und hier bieten sich in Summe 360 Pistenkilometer mit 54 Liftanlagen auf einer Höhenlage von 1620 Metern im Tal bis 3820 Metern am höchsten Punkt, dem kleinen Matterhorn. Und genau dort startet sie, die längste Skipiste der Welt. Auf einer Fahrt könnt ihr dabei 2200 Höhenmeter verlieren und das auf bis zu 25 Kilometern Skipiste im blauen, roten und schwarzen Schwierigkeitsbereich. Wer von euch ist die längste Skiabfahrt der Welt denn schon mal gefahren? Wir freuen uns auf eure Kommentare mit Bestzeiten und jetzt geht's los. Angekommen hier oben am kleinen Matterhorn und wir sind hier am höchsten Seilbahnpunkt Europas. Haltet euch fest, 3820 Meter. Da wird die Luft merklich dünner, das merke ich auch gerade schon beim Sprechen. Und dieser Ausblick hier, das ist die erste Belohnung des Tages, wenn ihr hochgefahren seid, mit 3 Seilbahnen. Und dann guckt ihr hier auf viele 4000er, ihr blickt raus in Richtung Italien. Hier vorne verläuft auch die italienisch-schweizerische Grenze, an der wir uns bewegen werden. Viele nutzen das hier für ein Bild, wir nutzen das jetzt aber direkt, um in die Ski zu gehen. Genug gelabert, auf geht's! Zunächst fließt es hier recht flach dahin und zwar hier auf dem Plateau Rosa. Und wir fahren jetzt über den Theodul-Gletscher herunter. Ein unglaublicher Ausblick hier, gell? Wahnsinn! Schaut euch das an. Wow! Und hier erkennt ihr auch, in welcher Höhe wir unterwegs sind. Hier links seht ihr riesige Gletscher-Eisbrocken. Und genau hier oben an diesem Punkt startet auch die FIS World Cup Abfahrt von eben dem kleinen Matterhorn Richtung Italien raus, Richtung Cervinia. Diese Abfahrt ist die einzige im FIS World Cup, die durch 2 Länder führt. Startet in der Schweiz und endet in Italien. Die verläuft hier drüben und jetzt ziehen wir weiter unsere Bahn hier über den Gletscher und das jetzt in Richtung trockener Steg. Schaut mal, wo wir hier unterwegs sind, dieses Eis, massiv. Willkommen im Sommerskigebiet von Zermatt. Hier die Schlepplifte, das ist das Trainingsgelände im Sommer. Und da seht ihr das Matterhorn, aber eben aus einer anderen Perspektive und nicht so ganz so imposant. Wir werden es gleich aber richtig sehen, so wie ihr es kennt. Jetzt erstmal hier runter. Oh, was für eine Piste! Hei, hei, hei. Unglaubliche Kulisse. Und Schuss. Jetzt aber richtig auf Geschwindigkeit kommen hier auf dem Flachstück Richtung Zermatt. Geil! Hei, hei, hei. Hier heißt es jetzt ein bisschen Schwung nehmen und zwar vorbei am trockenen Steg auf 2800 Metern.
Mit dem Schwung kommt ihr dann besser unten durch das Plateau. Und Schwung. Ja, und so langsam wird's. Ihr seht es, das Matterhorn hier kommt langsam so raus, wie wir die Fotos vom Horn kennen. Richtig schönes, breites Stück hier, rotes Gelände, kupiert. Aber da kannst du richtig stark in die Carving-Schwünge gehen. Und jetzt rüben wir. Alright. Mega starker Pistenabschnitt, super abwechslungsreiche blaue Piste und immer das hier im Blick, das Matterhorn, das erstrahlt gerade dann in dieser Form, wie man es auch gewohnt ist, ja. Und wir werden es gleich dann noch mal richtig schön sehen, nämlich da unten in Zermatt. Gerade liegt der Ort in Sonne gehüllt noch da unten. Ich hoffe, wir werden es auch noch packen, in Sonnenschein unten anzukommen. Und die längste Abfahrt jetzt geht hier von Furk über eine schwarze Piste, eng bergab. Und da geht's jetzt hin. Jetzt seht ihr das Stück hier auch noch mal sehr intensiv zu fahren. Das steilste Stück auf dieser langen Abfahrt. Es schlängelt sich entlang von verschiedenen Felsen. Ihr fahrt wirklich an den Felswänden vorbei. Das ist so die Schlüsselstelle. Das muss man erstmal bewältigen. Und jetzt geht's runter ins Dorf. Jetzt wird's idyllisch. Jetzt sind wir gleich am Ziel. Hinter mir seht ihr schon Zermatt, wie es so richtig schön malerisch dort liegt. Und genau so ist auch das letzte Stück dieser langen Abfahrt. Schlängelt sich durch verschiedene kleine Siedlungen, kleine tolle Blockhütten aus Holz, wo ihr schon einkehren könnt. Richtig schön, purer Genuss, wirklich. Jetzt aber mal ab ins Dorf und mal schauen, ob wir dann das Matterhorn und natürlich auch noch eine Position in Sonne finden, wo wir es anschauen können. Oh, schau mal. Wo fahren wir eigentlich gerade her? Das ist unglaublich. Hier so ein richtig schöner kleiner Bachlauf. Jetzt sind wir langsam auf 1620 Metern Seehöhe. Das ist die Höhe von Zermatt. Damit haben wir 2200 Meter verloren. Ganz stark. Und dieser Punkt markiert das Ende der Abfahrt. Doch wir suchen uns einen schönen Punkt und ziehen ein Fazit. Und jetzt schaut euch das hier an. Leider hat uns die Sonne gerade im Tal schon verlassen, doch dieser Blick ist immer wieder malerisch. Das nutzen hier auch einige auf der Kirchbrücke, um ein Foto zu schießen mit dem Bachlauf, mit dem Matterhorn. Nach dieser langen Abfahrt Richtung Tal, die sehr abwechslungsreich ist. Wir hatten enge Passagen, steile Passagen, aber auch breite Gletscherfelder. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das auch mit diesem Ski. Alles dazu, zu dieser Granate zum Race Carver, dem Head World Cup Rebels eSpeed Pro, findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr aktuell einen Ski braucht, dann gibt es aktuell auch ein Gewinnspiel von mir. Das ist hier verlinkt. Und wir haben natürlich auch das Skigebiet Zermatt komplett für euch erkundet. So gut wir es konnten. Es waren die ersten Tage hier. Und das Video dazu, das findet ihr hier oben. Vielen Dank an Linus hinter der Kamera und Eileen für den Schnitt. Waren Hammeraufnahmen und eine tolle Piste. Wir sehen uns. Bis dann.